Ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Das ist eine sehr vielseitige Ausbildung. Also man lernt viele verschiedene Abteilungen kennen. Und ich bin auch der Meinung, dass mir das in meinem Studium auch sehr geholfen hat, weil ich einfach viele praktische Abläufe vielleicht mir tatsächlich vorstellen konnte und auch einfach schon mal eine Produktionshalle beispielsweise gesehen hatte. Das hat mir in manchen Fächern dann schon geholfen, gewisse Dinge besser zu verstehen, glaube ich. Ich habe auch nach der Realschule dann eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Bin dann während der Ausbildung schon drauf gekommen, eigentlich die Inhalte gefallen mir ganz gut. Bloß ich möchte mein ganzes Leben lang eigentlich nicht Banker bleiben. Und bin dann irgendwie darauf gekommen, ja, das, was mein Berufsschullehrer macht, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der hat die Inhalte, aber eben nicht den Job als Banker, und bin dann darauf gekommen, irgendwie Wirtschaftspädagogik zu studieren. Also meiner Einschätzung nach ist die Vorbildung mit einer Berufsausbildung hier von Vorteil. Man kann viel besser schon im Vornherein abschätzen, wie wirklich die Berufsschule ist. Das ist das Hauptfeld unserer Einsatzmöglichkeiten. Und man kann sehr genau eben schon sagen, wie die Arbeit nach dem Studium dann aussehen wird. Das Studium der Wirtschaftspädagogik sieht 2 Studienrichtungen vor. Eine Studienrichtung konzentriert sich ausschließlich auf Wirtschaftswissenschaften und Pädagogik. Und die zweite Studienrichtung beschäftigt sich mit Pädagogik, mit Wirtschaftswissenschaften und einem sogenannten Zweitfach. Das ist ein allgemeinbildendes Fach, was man dann nachher an den beruflichen Schulen unterrichten kann. Also im Bachelor habe ich ein Zweitfach gehabt, da hatte ich Englisch. Das war für mich auch sehr spannend, weil da hat man eben noch mal ein paar andere Inhalte, außer eben nur diese Wirtschaftswissenschaften. Das ist so ein bisschen politisch und gesellschaftspolitisch. Das war wirklich sehr interessant. Es gibt noch mal so einen anderen Fokus auf das Ganze. Also ich habe als Zweitfach Wirtschaftsinformatik gewählt, da ich mir denke, dass Wirtschaftsinformatik ja doch relativ zukunftsträchtig ist und immer mehr eine Rolle spielen wird. Gerade eben auch diese Technik ist ja immer wichtiger. In Nürnberg haben wir eine Besonderheit. Wir haben einen großen Bachelor Wirtschaftswissenschaften, wo man sich im Verlaufe des Studiums entschließt, im Verlaufe des ersten Jahres entschließt, in welchen Schwerpunkt ich dann gehe. Ich kann dann die Wirtschaftspädagogik wählen oder ich kann zum Beispiel auch die Betriebswirtschaftslehre wählen. Und dann kommt auf der Masterebene dann die Wirtschaftspädagogik als eigenständiger Studiengang dazu. Ich habe mich jetzt zwischenzeitlich, also im Laufe schon des Bachelorstudiums, also schon auch gefragt, passt es zu mir, ist es das, was ich immer machen will? Und Stand heute ist, dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass mich eher so dieser Bereich Personalentwicklung interessiert. Also die meisten meiner Kommilitonen wollen tatsächlich ins Lehramt gehen. Ich glaube, ich bin da eher so ein bisschen so ein Exot, dass ich jetzt eher mir das nicht vorstellen kann. Vielleicht überlege ich es mir aber in 5 Jahren anders. Dann habe ich theoretisch mit dem Abschluss immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt ins Referendariat. Das Studium der Wirtschaftspädagogik führt in 2 Tätigkeitsfelder. Es erschließt einerseits eine Tätigkeit im Personalbereich und auf der anderen Seite erschließt es eine Tätigkeit im Lehramt an beruflichen Schulen. Ansonsten ist die Tätigkeit an beruflichen Schulen sehr breit. Es umfasst sowohl die Berufsausbildungsvorbereitung, dann haben wir ein sehr großes Feld der Berufsausbildung, dann haben wir einen großen Bereich der Fachoberschulen, Berufsoberschulen und den Bereich der Weiterbildung. Man muss sich immer fragen, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und dann finde ich es noch immer ganz wichtig, es gibt immer die Möglichkeit, zur Studienberatung zu gehen. Das ist hier so ein Angebot, das bietet halt auch unser Fachbereich an. Das würde ich auf jeden Fall wahrnehmen, weil die sagen einem auch nochmal, worauf man achten muss. Wenn man beispielsweise jetzt die Fächerkombination Erdkunde und Mathe an einem Gymnasium unterrichtet, dann wird es für das ganze Leben lang das Gleiche bleiben. Aber die Inhalte an der Berufsschule ändern sich ja doch relativ häufig, weil ja die Berufsbilder sich ändern. Es gibt neue Berufe, andere Berufe werden abgeschafft und so rostet man nicht ein unbedingt, wenn man das so sagen kann. Ich würde es auf jeden Fall nochmal studieren, ja. Wenn ich nochmal neu vor der Entscheidung stehen würde, würde ich es wieder genauso machen.